Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute dreht sich wieder alles um den Flipper Zero und wir werden heute ganz was Spannendes probieren, denn wir werden heute versuchen, dass wir mit dem Flipper Zero die Firmware von anderen Geräten extrahieren können. Ja, viele bezeichnen ja den Flipper Zero als einfach nur Spielzeug oder als eine super teure Fernbedienung. Ja, oder sie glauben viele Fake-Videos, die auf TikTok rumgehen, was der Flipper nicht alles machen kann. Ich habe ja da auch schon mal ein kleines Video dazu gemacht, wo ich mir da schon mal den einen oder anderen Fake angeschaut habe. Aber nein, der Flipper Zero, der ist manchmal ein richtig cooles Tool. Ja, zur Firmware-Extraktion gibt es ja auch so Spezialtools wie hier diesen CH341A, der hier alles mit an Bord hat, aber mit der richtigen Verkabelung und gewusst wie und ein bisschen Zubehör können wir auch mit dem Flipper Zero Firmware von anderen Chips extrahieren. Ja, dazu habe ich auch hier so eine Platine mit dabei, die ist von einem alten Fernseher. Da schauen wir mal, was für ein Chip da interessant ist und ob es der Flipper tatsächlich schafft, hier die Firmware von dieser Testplatine zu extrahieren. Seid gespannt, wir schauen es uns an, sofort nach dem Intro. Ja, wie bereits gesagt, ich habe hier diese Platine dabei und wir werden schauen, ob der Flipper Zero hier die Firmware extrahieren kann. Fokus auf die Technik, wie wir das Ganze schaffen, wie der Versuchsaufbau genau ist, um hier die Firmware zu extrahieren. Wir werden uns nicht die Firmware im Detail anschauen, das möchte ich tatsächlich mal in einem anderen Video anschauen. Hier heute wie gesagt nur die Basics, damit ihr auch das Ganze mal daheim nachbauen könnt. Ja, und ihr auch schon mal erste Erfahrung mit dem Flipper Zero in diesem etwas erweiterten Anwendungsgebiet machen könnt. Ja, damit wir die Firmware mit dem Flipper Zero extrahieren können, brauchen wir natürlich noch ein paar kleine Komponenten. Wir brauchen dazu ein Breadboard. Wir brauchen einen sogenannten Testclip. Ich habe auch hier einen dabei, der hat hier vorne so eine kleine Zange. Mit dem kann man sich an einen Chip einfach dranhängen, ohne dass man den Chip auch tatsächlich auslöten muss. Zum Auslöten gibt es da als Zubehör, ich habe hier auch noch so eine kleine Zubehörplatine mit dabei, gibt es auch so ein kleines Board, wo man dann auch einen Chip auslöten kann und damit auslesen kann. Wann das der Fall ist, das werden wir uns auch nochmal in einem anderen Video, in einem Spezialfall anschauen oder das auch mal testen. Aber heute werden wir eben diesen Testclip verwenden. Dann brauchen wir noch einen Widerstand, ein paar Jumperkabel und natürlich den Flipper Zero. Ja, wenn ihr das Ganze daheim nachmachen wollt, ich verlinke euch unten in die Videobeschreibung Links zu den Teilen, die wir heute hier in diesem Video verwenden. Ja, da habt ihr dann die komplette Liste, um auch dieses Projekt daheim nachzustellen. Ja, wie wir jetzt diese ganzen Komponenten richtig verkabeln müssen, das schauen wir uns jetzt als nächstes an. Grundsätzlich ist das Ganze jetzt nicht so schnell gemacht, deswegen habe ich hier bereits den Plan, mal eine Do-it-yourself-Erweiterungsplatine genau zu diesem Thema zu machen. Ja, das ist natürlich richtig praktisch, weil da brauche ich nicht immer hier meinen Versuchsaufbau auf dem Breadboard zu machen, sondern ich habe dann hier so ein kleines Teil, was ich draufstecke auf den Flipper Zero und ich brauche im Prinzip dann nur noch hier mein Testclip dann anschließen. Ja, doch lasst uns jetzt erstmal zum ersten Test anschauen, wie wir das Ganze verkabeln. Wir schauen uns jetzt hier mal die Verkabelung an und ich habe hier auf dem Flipper auch schon ein kleines Verbindungsdiagramm und damit ihr das ein bisschen besser seht, blende ich euch das hier oben mal mit ein. Damit ihr jetzt hier auch das Ganze ein bisschen besser anschauen könnt, stecke ich jetzt den Testclip hier mal ab und lege den mal auf die Seite. Ja, so soll das Ganze ausschauen, wenn es fertig ist und was es hier für Besonderheiten noch gibt, was zu beachten ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich nehme hier mal so einen kleinen Zeiger, dann können wir das Ganze hier auch ein bisschen besser erklären. Ja, beginnen wir mal links oben mit dem ersten Pin. Es ist hier genauso, wie es gerade auf dem Diagramm hier oben zum Sehen ist. 1, 2, 3, 4 und auf der anderen Seite von unten nach oben 5, 6, 7, 8 wieder rauf. Der erste hier links oben, Pin 1, der wird mit einem 10K Widerstand, drum habe ich ja gesagt, wir brauchen einen Widerstand auf 3,3 Volt gezogen. Ich habe hier auf meinem Breadboard hier die 3 Volt Linie und da ziehen wir den Pin hier rauf und
ich habe hier auch diesen Pin. Ja, und ich habe hier auch diese 3,3 Volt Schiene hier mit diesem Kabel hier mit 3,3 Volt mit dem Flipper auch verbunden. Das heißt, der erste Pin passt und die Leitung, die dorthin geht, das ist in meinem Fall hier diese gelbe hier. Das ist auch diese Verbindung, die zu C5 bzw. 4 hier geführt wird, habe ich jetzt hier auch bei 4 angeschlossen. Der zweite Pin, der wird auf den Anschluss Nummer 3 geführt. Den haben wir hier mit dem blauen Kabel. Der landet hier gleich direkt daneben auf dem dritten. Und dann haben wir noch den dritten. Der ist auf 3,3 Volt. Den habe ich jetzt hier einfach mit dem Kabel hier. So, jetzt da. Das ist das Kabel, mit dem hier wieder auf die 3 Volt Schiene gezogen. Dann ist der auch schon erledigt. Ja, der vierte, der links unten, der wird auf Ground gesetzt. Dazu habe ich hier mit dem schwarzen Kabel einmal das Ground hier rüber. Ich nutze hier diese Seitenlinie und die habe ich auch schon mit Ground verbunden. Das heißt, den ziehe ich einmal hier rüber auf Ground und verbinde ihn mit Ground. Damit haben wir hier die linke Seite schon geklärt. Und auf der rechten Seite, wir beginnen von unten mit Pin Nummer 5. Pin Nummer 5 wird auf den Port Nummer 2 gezogen. Das sehen wir hier, dieses grüne Kabel, das ist hier an Pin Nummer 5 angeschlossen und das wird hier vorne auf die 2 gezogen. Danach sind wir schon beim 6. Pin, das ist die Glockleitung. Die habe ich hier in weiß geführt. Die geht dann hin zum Anschluss Nummer 5 und damit sind wir im Prinzip auch schon fast durch, denn 7 und 8, die zwei oberen zusammen, das sind diese zwei roten hier, die ziehe ich wieder rüber auf die 3,3 Volt Linie. Wenn wir hier alles richtig gemacht haben und keinen Verkabelungsfehler drin haben, dann sollte das Ganze jetzt startklar sein für unseren Firmware-Dump-Test. Ja, der Versuchsaufbau steht und ich hoffe mal, dass er funktioniert. Um das Ganze zu testen, ob das auch funktioniert, habe ich jetzt hier unser Testboard mit dabei und wir werfen jetzt hier mal einen Blick drauf und schauen, was wäre hier ein interessanter Chip zum Extrahieren. Ja, ich habe jetzt hier die Platine und wir schauen uns jetzt hier mal an, was denn ein geeigneter Kandidat hier für unseren Firmware-Dump ist. Vorderseite schaut richtig voll aus, das ist hier Board von einem Fernseher. Wir sehen hier die typischen HDMI und SCART-Anschlüsse und ja, wenn wir die Rückseite anschauen, sehen wir hier weniger Chips. Wir haben hier auch ein paar interessante Chips, das sind insbesondere die so ein bisschen erhöht sind in diesem Package-Design mit den 8 Pins. Hier ist ein etwas kleinerer, hier ein etwas größerer. Die eher so quadratisch sind, das sind typische SPI-Chip-Kandidaten. Auf der Vorderseite, wenn wir schauen, haben wir hier auch verschiedene Chips. Wir haben hier zum Beispiel die RAM-Module für die Prozessoren. Wir haben hier 2 auf der Vorderseite. Einmal diesen mit einem passiven Kühlkörper gekühlten großen und hier ist noch ein zweiter. Das sind jeweils hier die RAM-Module angebunden. Und weil die Firmware in solchen Chips normalerweise nicht direkt gespeichert ist, wir sehen es auch hier, direkt auf der anderen Seite von dem Chip in der Nähe ist hier so ein 8-Pin-Chip und auch hier bei dem befindet sich hier in der Nähe so ein 8-pinniger Chip. Ja, diese Chips sind genau die Kandidaten, die hier und wahrscheinlich auch hier über die Rückseite die entsprechende Firmware beim Boot vom Chip, also wenn es erst einmal mit Strom versorgt wird und bootet über einen Bootloader, hier firmwaremäßig geladen wird. Deswegen würde ich sagen, schauen wir zum Test mal diesen Chip an. Wir sehen es auch hier von der Leiterbahn. Er geht hier mit ein paar Widerständen auch nach oben zu dem Chip. Deswegen würde ich sagen, jetzt für unseren Test schauen wir uns mal diesen speziellen Chip hier an. Wenn wir da mal genauer drauf gehen, können wir auch sehen, was das für ein Chip ist. Wir sehen eine Kennzeichnung
Bezeichnung MX und mit 25 L320 5D und dann geht es noch weiter mit M2i, das ist der Subtyp. Dann noch sehen wir hier genau, was für ein Chip das Ganze ist. Ja, aus diesem Grund starten wir jetzt mal hier mit der Extraktion von diesem Chip hier. Wir haben jetzt den Chip gefunden und wir werden jetzt als nächstes probieren, mit unserem Versuchsaufbau zusammen mit dem Flipper Zero hier die Firmware von genau diesem Chip zu dumpen. Ja, wir sind jetzt hier soweit, unsere vorbereitete Verkabelung, unser Testclip, unser Board mit unserem Chip und der Flipper Zero. Ja, damit ihr besser seht, was ich hier auf dem Flipper Zero auch mache, habe ich ihn hier mit meinem PC mal verbunden und ich blende euch hier oben mal ein, was hier auf dem Display zu sehen ist. Ich nutze dazu die SPI Memory Manager App und ich gehe jetzt hier mal rein und starte das Ganze. Mit einem Klick auf Read fängt er an, hier einen entsprechenden Chip zu detektieren. Natürlich müssen wir jetzt hier erstmal den Chip anschließen mit unserem Testclip. Was gibt es hier zu beachten? Eine Leitung von dem Testclip hier ist rot und zwar ist das dann unser Pin 1. Pin 1 hier bei unserem Chip. Ich zeige es euch nochmal auf der Nahaufnahme, ist dort, wo diese kleine Punkteinkerbung ist und das ist gesehen hier, wenn wir uns nochmal die Makroaufnahme anschauen, da ist der kleine Aufkleber und links davon, links unten an dem Eck, dort ist unser erster Pin und das ist auch genau die Stelle, wo der rote Draht verbunden werden muss. Da das Ganze hier etwas wackelig ist, das Ganze, versuche ich das jetzt hier mal vorsichtig richtig zu treffen. Das ist wie gesagt manchmal gar nicht so einfach, je nachdem wie gut oder schlecht der Testclip ist. Aus diesem Grund versuche ich jetzt mal und wir werden hier gleich sehen, was unser Flipper Zero macht. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen und möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support, doch jetzt zurück. So, ich halte das jetzt hier wirklich mal fest und wir sehen, er hat hier schon zwei verschiedene Chips zur Auswahl, was es sein könnte. Und zwar, wir haben ja die MX-Markierung gesehen, das ist der Macronix-Chip, das bestätige ich jetzt mal. Und jetzt kommt es auf den Subtyp an. Wir haben ja gesehen, dass der Chip auf 5D endet. Es gibt hier allerhand auch verschiedene andere Typen, aber wir haben den 320 5D. Warum es wichtig ist, ist, damit unser Flipper Zero hier weiß, wie groß hier der Speicher ist drauf, damit das auch beim Dump entsprechend zusammenpasst. Ich bestätige das Ganze. Ich sage, das ist der beziehungsweise wir prüfen jetzt nochmal, wir haben den SPI-Chip von Macronix, der AMX 25 L320 5D, das passt, und er hat eine Größe von 4096 Kilobyte, sprich 4 Megabyte. Mit einem Klick auf rechts gehe ich jetzt auf Read und drückt mir die Daumen. Ich hoffe, dass das Ganze funktioniert. Wir vergeben jetzt hier noch einen Namen, wir lassen den vorgeschlagenen Namen hier, Kurva Stalker, passt ganz gut. Ich bestätige ihn und ja, er fängt jetzt an, hier den Dump vom Chip über unsere Verkabelung hier in den Flipper Zero mittels SPI auszulesen. Wir warten jetzt mal ab, bis das Ganze abgeschlossen ist. Währenddessen halte ich hier sicherheitshalber den Testclip so an Position, weil sobald ich den hier loslasse, kann es theoretisch passieren, dass der Testclip nach oben raushüpft und der ganze Dump korrupt ist. Ja, Daumen nach oben.
das Ganze hat funktioniert und wir haben jetzt hier oben unseren Firmware-Dump. Ich lasse jetzt hier auf der linken Seite das wieder los. Das hat Gott sei Dank jetzt auf den ersten Versuch sehr gut funktioniert. Super, das hat funktioniert. Es ist gesagt, das ist manchmal ein bisschen tricky, weil die Verbindung hier gerade am Testclip ist manchmal ein bisschen wackelig. Deswegen muss man manchmal wirklich vielleicht ein bisschen mit der Hand das Ganze festhalten oder im Bedarfsfall auch nochmal einen anderen Testclip probieren. Ja, ich empfehle hier sicherheitshalber noch einen zweiten Testclip dabei zu haben. Die haben teilweise sehr unterschiedliche Qualitätsstandards und es kann durchaus mal sein, dass einer mit geringeren Qualität dabei ist und einer mit guter Qualität. Deswegen, wenn es irgendwo ein bisschen wackelt, dann liegt es hier meistens am Testclip. Ja, wir werden es, bevor wir das Ganze nochmal im Detail anschauen, erstmal schauen auf den Flipper Zero, was er uns hier jetzt für eine Datei angelegt hat. Ja, wir schauen jetzt hier nochmal in den Dump rein und wenn ich hier auf Info gehe, sehen wir auch hier mit dem File-Size von 4096 Kilobyte, dass dieser Dump hier ordnungsgemäß ist und entsprechend vollständig ist. Nachdem wir es jetzt auf dem Flipper Zero kontrolliert haben, ist es jetzt natürlich interessant, mal tatsächlich einen unverbindlichen Blick erstmal in die Datei reinzuwerfen. Dazu schließe ich jetzt den Flipper Zero an den PC an und schaue mit QFlipper in die gespeicherte Datei mal rein. Let's go! Ja, dazu schauen wir hier mit QFlipper mal in das Dateisystem rein. Und zwar mache ich hier den Bildschirm mal klein, indem ich mit Back zurückgehe und über die Funktion schauen wir mal auf die SD-Karte rein. Ja, und unter den Apps Data sehen wir hier einen Ordner SPI Mem Manager und dort drin befinden sich die gedumpten Dateien. Unsere Datei war hier der Curva Stalker und mit einem Rechtsklick und Download lade ich mir jetzt hier die Datei mal entsprechend runter. Ja, der Download-Vorgang dauert jetzt hier natürlich ein paar Sekunden, weil er hier 4 Megabyte über die doch sehr langsame Flipper-USB-Verbindung runterzieht. Sobald der Download-Vorgang abgeschlossen ist, öffnen wir uns einfach mal die Datei im Dateimanager und schauen uns mal den Inhalt kurz an. Ja, ich habe die Datei runtergeladen und zur Anzeige habe ich mich jetzt entschlossen, hier mal einen Hex-Viewer zu nutzen. Ja, und wir sehen jetzt hier tatsächlich, dass die Datei inhaltlich passt. Wir haben hier gerade dieses 0 bis F, das ist ganz typisch für so Binärdateien. Ja, und wenn wir weiter runter schauen, wir sehen hier die verschiedenen Blöcke. Manchmal sind da Bereiche einfach nicht gefüllt. Da kommt der nächste Block. Da sehen wir auch Boot. Da ist anscheinend das Boot-Filesystem. Und schauen wir mal, ob uns jetzt auf die Schnelle, ich muss jetzt hier wirklich etwas schnell drüber gehen. Wir wollen ja hier keine detaillierte Analyse durchführen. Und wir sehen jetzt hier auch, wirklich lesbare Fehlermeldungen, die hier beim Bootvorgang, zum Beispiel hier, dass er keine entsprechende ETA-Adresse setzen konnte oder irgendwelche verschiedenen Modis ungültig sind. Und wir sehen hier wirklich, wir haben hier wirklich cool die Firmware von dem Fernseher entsprechend gedumpt. Ja, Ergebnis super. Also ich freue mich, es hat tatsächlich funktioniert, hier mit dem Flipper Zero den SPI-Chip zu extrahieren. Ja, wie ich eingehend im Video schon gesagt habe, möchte ich jetzt hier auch mal eine Do-it-yourself-Erweiterungsplatine für genau diesen Anwendungsfall löten. Doch das wäre heute zu viel für das Video. Das machen wir einfach mal in einem anderen Video. Ja, apropos Erweiterungsplatine, ich habe in meinem Shop, ich blende euch auch unten den Link mal zu meinem Shop mit ein, eine eigene Erweiterungsplatine für den Flipper Zero bereits gebaut, nämlich das Vigant Replay Board. Mit dem kann man zum Beispiel die Kommunikation zwischen NFC-Türzutrittsleser analysieren und auch Daten wieder hin und her schicken. Wenn euch das Thema interessiert, schaut gerne mal in meinen Shop, ich würde mich freuen. Ja,
Mit den Grundlagen werden wir uns auch mal hier den CH341A anschauen und wir werden uns auch mal anschauen, was für Gefahren durch solche Firmware-Extraktionen gerade bei IoT-Geräten existieren. Das sind noch ein paar ganz spannende Security-Themen, ja, doch die schauen wir uns mal in einem Folgevideo an. Wenn ihr noch Fragen zu dem ganzen Projekt habt, gerne unten in die Kommentare rein und ich würde mich wie immer natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken nicht vergessen, dann werdet ihr auch informiert, wenn ich neue Videos zur IT-Security hier hochlade. Ja, mich freut's, wenn es auch euch gefallen hat. In diesem Sinne würde es mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Macht's es gut, ciao, euer Reik.